Servus zusammen bei deinem YouTube-Kanal für die etwas kleineren und nicht so weit verbreiteten Tabletop-Spielsysteme. Und heute möchte ich mal mit euch über ein neues Halo-Spiel sprechen, das einige von euch, vor allem wenn ihr Mantic Games verfolgt, sicher schon aufgefallen sein wird, und zwar Halo Flashpoint. Und ich denke, dass das eine sehr schöne Möglichkeit ist, einerseits mit Tabletop Miniature Games jetzt anzufangen, aber eben auch mehr Leute in unser Hobby zu bekommen, da ja Halo doch sehr bekannt ist. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, weil es auch zeitlich jetzt passt, einfach mal ein bisschen drüber zu sprechen, denn ihr habt die Möglichkeit jetzt noch bis zum, ich glaube, 30. April hier das Spiel vorzubestellen, das dann im September 2024 verfügbar sein soll. Und daher hätte ich gesagt, schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Wir sind hier schon auf der offiziellen Website. Ich werde euch die auch hier unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze auch selbst nochmal im Detail ansehen. Was grundsätzlich schon mal sehr schön ist, regeltechnisch, ich habe es mir zuerst gedacht, okay, ist eigentlich nur ein stumpfer Klon. Das hat sich jetzt aber mittlerweile ein bisschen geändert. Und ich werde dazu auch gleich sagen, wieso das der Fall ist. Und zwar mal vorneweg, für die, die schon länger Mantic verfolgen, wissen eben, dass es ein anderes Spiel gibt, das ähnlich aufgebaut ist und auch eigentlich die Grundlage bildet, wenn man sich es anschaut, für dieses Halo Flashpoint Spiel, und zwar das Dead Zone Miniaturspiel von Mantic, das schon seit ein paar Jahren auf dem Markt ist. Und die Spielmechanik, die dort vorhanden ist, wird auch hier für Halo Flashpoint eben verwendet. Und da habe ich mir zuerst gedacht, okay, wenn man aus der Richtung Mantic bereits kommt, ist das eigentlich mehr oder weniger uninteressant, weil man dann quasi zwei Spiele hat, die eben dieselbe Regelmechanik verwenden. Das hat sich jetzt aber dorthin gehend ganz klar für mich verändert, das eben aus der anderen Sicht betrachtet so ist, dass man durch dieses Halo-Thema neue Leute eben ins Hobby bringen kann und auf diese Art und Weise schon die Grundlage bildet mit diesen Figuren, die man hier ja auch schon sehen kann, die sehr hochwertig aussehen für eben unter Anführungszeichen auch zu einem gewissen Grad ja auch Brettspielfiguren, auch wenn es jetzt eben kein Brettspiel, sondern wie es hier auch steht, Miniatures Game sein wird es ja dann trotzdem so ablaufen, dass eben nicht gemessen werden muss, sondern wie eben bereits bei Dead Zone eben felderweise bewegt werden, die Miniaturen. Und daher geht das schon ein bisschen in die Brettspielrichtung und bietet dann eben eine gute Möglichkeit, da wie gesagt Halo sehr bekannt ist. Hier ja auch kürzlich neue Sachen, glaube ich, ein neues Videospiel eben hier auf den Markt gekommen ist, glaube ich, und auch eine neue TV-Serie, wenn es mich nicht ganz täuscht. Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich bin selbst nicht in diesem Universum wirklich so stark drinnen. Auf alle Fälle mit dieser Lizenz, finde ich, ist das eine ganz, ganz schöne Möglichkeit auch für Mantic und eben nicht nur das Mantic und deren Spiele damit bekannter werden, sondern eben auch, wie gesagt, als Einstiegspunkt für neue Spieler ins Tabletop-Hobby mit eben dieser Halo-Lizenz, um dann auch weiterzugehen in die Mantic-Spiele mit eben dann Dead Zone, wenn sie eben diese Grundmechaniken hier dann schon aus diesem Spiel kennen, dann einfach umzusteigen. Und daher hätte ich gesagt, schauen wir uns mal die Möglichkeiten an. Wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, das Ganze hier jetzt vorzubestellen, noch bis 30. April 2024, und im September soll das Ganze dann erscheinen. Wie wir hier schon sehen, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Am interessantesten wahrscheinlich für die meisten von uns sind natürlich die beiden ersten Sets hier, eben die Spiele selbst. Alles andere ist ja dann nur mehr Zubehör oder eben Deluxe Terrain Set zum Beispiel, braucht man nicht für den Anfang oder vielleicht auch überhaupt nicht. Muss dann jeder für sich entscheiden. Aber hier zum Beispiel gibt es zwei Spielsets quasi, die dann, hoffe ich zumindest mal, auch längerfristig verfügbar sein werden und eben nicht nur, dass man sagt, hier diese kleine Recon Edition ist nur eine Vorbestelleraktion
und ist dann nicht mehr verfügbar, denn für diese 60 Pfund bietet uns das eine sehr schöne Möglichkeit, kostengünstig eben ins Hobby einzusteigen. Und wie wir hier schon sehen, wir bekommen hier 8 Spartan Models und macht das Ganze erstmal so einen grundsätzlichen Einstieg mit dem Regelbuch, mit der Spielmatte und eigentlich alles, was man braucht. Und was sehr schön ist, was man hier schon sieht, die 8 Figuren sind auch in 2 Teams quasi aufgeteilt und schon mal in Rot und Blau beim Kunststoff, die sie daherkommen, sodass man hier auch nichts bemalen müsste und trotzdem die Figuren voneinander unterscheiden kann, vor allem auch welche Seite wohin gehört. Und so kann man schon sehr einfach mal losstarten, wie wir hier auch sehen. Wir haben in diesem Set diese 8 Figuren, schon mal das erste Gelände, das man braucht, wahrscheinlich aus Pappe und eben auch eine Spielfläche, dazu alle Karten und eben alles, wenn man sich das so anschaut, was man schon auch kennt vom Grundkonzept her von vielleicht eben Dead Zone. Deswegen habe ich auch gemeint, der Einstieg bzw. Umstieg ins andere Spiel ist dann dementsprechend auch einfacher, wenn man hier mal den Einstieg gefunden hat. Und wenn man hier schon sich die bemalten Figuren anschaut, man sieht auch hier schon eigentlich einen sehr schönen Detailgrad, gefällt mir persönlich sehr gut. Ich bin selbst noch ein bisschen nur überlegen, ob ich hier überhaupt selbst mitmachen werde, weil ich, wie gesagt, selbst mit Halo nichts zu tun hatte, großartig bisher, aber mich würde es schon ein bisschen reizen, weil das Universum kenne ich ja doch. Und wie ich schon sagte, ist dieses Set eben sehr schön dazu da für Einsteiger. Ihr bekommt hier die ersten 8 Figuren, die schon in 2 verschiedenen Farben daherkommen, die können Sie dann später noch bemalen und könnt schon mal die ersten Spiele machen, da hier in diesem Set eben alles bekommt, was ihr zum Spielen braucht. Wir haben es auch hier schon gesehen, man kann es hier auf dem Bild weniger gut sehen, aber wenn man hier heraus schaut, man hat hier auch wieder die Würfel, eben die 6-seitigen Würfel mit Sondersymbolen und eben 8-seitige Würfel für alle Aktionen wie eben Schießen, Nahkämpfen und so weiter. Und hier zeigt sich ganz gut auch wieder die Verbindung zu Dead Zone, da das Spiel auf der gleichen Grundmechanik, wie schon gesagt, basieren wird. Wahrscheinlich auch mit dem Thema, dass man, wenn man eben mit den 8-seitigen Würfeln eine 8 hat, dann Exploding 8 sozusagen hat, also einen neuen Würfel, einen weiteren Würfel werfen darf, der ebenfalls wieder einen Treffer verursachen kann. Und so kann das Ganze durchaus mal auch ein bisschen schneller gehen. Und daher denke ich mir, dass das Spiel auch sehr kurzlebig sein wird, also von der Zeitdauer her, die man benötigt, um ein Spiel durchzubekommen, sodass man auch durchaus mal an einem Abend vielleicht 2 oder 3 Spiele einfach machen kann. Und anscheinend mit den 6-seitigen Sondersymbolwürfeln wird man auch wieder so etwas Ähnliches haben wie die Commands, die man eben schon von Dead Zone her kennt. Also alles in allem für jemanden, der aus dieser Richtung kommt, wie gesagt, definitiv etwas Bekanntes. Da könnte man sich natürlich auch überlegen, wenn man sich überhaupt nicht für Halo interessiert, kann man es klarerweise weglassen, aber ansonsten vielleicht schon, wenn einem Dead Zone gefällt, einen Blick wert. Ansonsten die zweite Möglichkeit eben hier für die 100 Pfund, das größere Set, finde ich persönlich interessanter, weil wir hier schon sehen, wir haben hier durchaus mehr dabei. Wir haben die doppelte Anzahl an Spartans, auch wieder Gelände, Spielmatte, alles was man braucht, die Würfeln, die Spielkarten, alles an Markern und hier eben auch noch zusätzliche Figuren, eben die Banished Elite Models, die wir hier dann auch schon gesehen haben vorhin, die hier dann noch dazukommen. Also alles in allem sehr, sehr umfangreich. Und hier sind diese 4 Figuren dann eben, wie schon gesagt, dann noch zusätzlich dabei. Und so hat man auch ein bisschen dann die Abwechslung, auch mal was anderes zu spielen und eben nicht immer nur Spartans, da ich durchaus denke, dass diese Figuren dann auch gespielt werden können und eben nicht nur irgendwelche NPCs quasi im Spiel sind. So meine Annahme. Falls das Ganze jemand wissen sollte, könnt ihr das gerne auch unten uns mitteilen. Auf alle Fälle möchte ich in Zukunft hier zu
Halo Flashpoint und dann auch weitere Videos machen. Je nachdem, wenn ich mir das Set eben hole, auch durchaus vielleicht mal mit so Let's Play-Inhalten oder etwas Ähnlichem mal schauen, was da dann alles kommen wird. Ich werde es zumindest auf alle Fälle ein bisschen im Auge behalten, das Spielsystem, weil es doch ganz interessant aussieht und ich selbst schon Dead Zone ein bisschen gesehen habe, mir angeschaut habe und da auch schon überlege, hier einzusteigen. Und daher wäre es vielleicht für dich ganz interessant, falls du hier schon Informationen rausnehmen konntest aus diesem Video, die dich vielleicht interessieren oder wo du sagst, okay, Halo Flashpoint könnte ich mir vorstellen anzufangen. Dann wäre es natürlich ganz schön, wenn du das Video teilen würdest, damit einfach mehr Leute auch davon erfahren, dass es das Spiel jetzt in der Vorbestellung gibt. Und natürlich jeder Like, jedes Kommentar unter dem Video, jedes Abo wird natürlich auch helfen, um diesen Content hier weiter zu verbreiten. Und wie gesagt, möchte ich ja in Zukunft auch selbst mehr zu Halo Flashpoint dann bringen auf dem Kanal. Auf alle Fälle, was passieren wird, ist, dass ich das Ganze ein bisschen weiter im Auge behalten werde, was hier noch kommen wird in Zukunft, in den nächsten Monaten zu diesem Spiel veröffentlicht wird, uns an neuen Informationen erwarten wird. Und wie gesagt, sollte ich hier in das Spiel einsteigen, dann wird es auch definitiv so etwas wie Unboxings, vielleicht auch Let's Plays und ähnliches geben. Mal schauen, wie sich das Ganze dann eben hier in Zukunft dann ergeben wird. Nochmal zusammengefasst, wie gesagt, ich persönlich freue mich ziemlich aufs Spiel, auch wenn ich mit Halo, wie gesagt, selbst noch nichts großartig am Hut hatte, aber rein schon von dem, was man vom Grundprinzip des Spiels gesehen hat, gefällt es mir sehr gut. Auch eben der Umstand, dass man hier ein bisschen so diese Brettspielmechanik drinnen hat, dass man eben einzelne Felder hat, in denen die Figuren bewegt werden und eben nicht messen muss, sondern wenn eine Figur einen Movement-Wert von 3 hat, dann kann sie eben bis zu 3 Felder weit bewegt werden. Horizontal, vertikal, diagonal, glaube ich, auch möglich. Und das macht das Spiel natürlich sehr viel einfacher und schneller, weil man nicht großartig herummessen muss. Was haltet ihr jetzt von dem Spiel eigentlich? Seid ihr hier schon eingestiegen? Lasst uns das gerne auch wissen in den Kommentaren, weil dann wissen vielleicht die Leute auch ein bisschen, wieso der Anklang von Flashpoint eigentlich aktuell ist und ob es vielleicht dadurch schon einen Mehrwert bietet, selbst in das Spiel eben reinzuschauen.